Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Und ja, ihr seht richtig, dieses Video erscheint an einem Tag außerhalb meiner normalen Hochladtagen. Das heißt, diese Folge hat nichts mit der Hauptquest zu tun. Für diejenigen, die sich nur die Hauptquest anschauen möchten, was auch vollkommen okay ist. Genshin ist halt riesengroß und wer dann nur die straighte Linie quasi verfolgen will, dem kann ich das nicht verübeln. Aber ich möchte heute das Event Ausflug der Poesie anfangen. Und ja, wundert euch bitte nicht, wenn ihr zum Beispiel im Laufe der Folge seht, okay, oder innerhalb der nächsten Folgen, ich glaube, das sind 2, 3 Folgen, die ich hier aufnehmen werde, schätze ich jetzt einfach mal, ich weiß es nicht genau, denn ich habe diese Quest tatsächlich mit meinem privaten Account auch noch nicht gespielt. Falls sich irgendwie in der im Hauptvideo die Charaktere ändern oder zum Beispiel hier, das sich ändert oder. Ich nehme diese Folge schon im Oktober auf, weil, das habt ihr eventuell schon gesehen, ich habe nur 11 Tage Zeit. Und das heißt, ich komme nicht über den November hinaus. Also ich glaube, welchen haben wir denn heute? Nee, ich komme nicht über den November hinaus. Aber ich schaffe es nicht, das hier im Oktober noch hochzuladen, weil ich einfach mit dem Horror-Oktober so beschäftigt bin und ja auch meine Schmerzen hatte und so weiter. Das hat alles ein bisschen verschoben mit mein Plan, den ich nicht habe, hat das etwas nach hinten geschoben. War alles nicht so bedacht, wie ich das wollte. Und deswegen schaffe ich auch nicht, dieses Video im Oktober hochzuladen. Das heißt, ich nehme die nur auf, lass die Videos im Ordner versauern und werde die im November wieder auspacken und dann rendern, hochladen und so weiter und so fort. Nur, dass ihr euch nicht wundert, ne? Also das hier ist im Oktober erstellt worden. Ja, erstellt. Habt ihr richtig gehört? So, und jetzt rede ich mal nicht lange. Venti! Oh, Hutao! Hi! Looks like you're having fun. What's the occasion this time? Im Übrigen, ich kann es... Warum habt ihr mir das nie gesagt? Ich klicke ja manchmal aus Versehen die Gespräche weg. Und mir ist nie in den Sinn gekommen, ne? Dass hier oben ein Automatisch-Button ist. Ja, ich weiß, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber wir können das drücken und schon klicke ich euch nie wieder die Gespräche weg. Passt auf. Oh, do I see Wow. a traveler and a Paimon? We were just talking about you. This is more serendipitous than finding Mora after face planting on the road. Hallo, ihr beide. Was für ein Zufall. Wir machen das Erste. Ach, Hutao, die haben wir hier noch gar nicht kennengelernt, ja? Hutao, das Bestattungsunternehmen Wangsheng von Liyue, ist eines der ältesten in der Bestattungsbranche und wird nun von einer jungen Dame namens Hutao in der 77. Generation geleitet. Die junge Direktorin ist für ihren scharfen Geist bekannt, aber in den Augen mancher Leute ist Hutao vielleicht ein bisschen zu schlau für ihr eigenes Wohl. In der Tat ist die schrullige und eigentümliche Hutao nicht das, was die Leute von einem feierlichen Beruf wie den der Direktorin des Bestattungsunternehmens Wangsheng erwarten. Allerdings hat Hutao eine einzigartige Einstellung zum Leben und zum Tod. Und obwohl sie jeden Tag vom Tod umgeben ist, hat sich ihre optimistische Einstellung nie geändert. Sie ist schon ein komischer Kauz, muss man sagen. Ja, die ist wirklich sehr seltsam, aber ultra witzig. It's been too long. I'll bet you have some thrilling new tales from your journey to fill me in on. I can see it in your eyes. Ja, wie zuvor, unsere Reise ist schon immer so spannend gewesen. Excellent. I knew I could count on you. What were you talking about before we got here? Something fun? Or something delicious? Wow, das ist so angenehm. One certain traveler and how two's company, but Dass ich nicht mehr klicken muss. as the inseparable duo tore around Tibet, making 4 friends here and 5 more there, often at 6s and 7s as they braved the lakes and seas, collecting pieces of 8 and countless other treasures. They clearly must have 9 lives. Wink, wink. Let's hope they have less than 10 deaths. What the? It just gets worse and worse. Shortly, you may attend a grand banquet at Stone Gate. All will be dressed to the nines for majestic food and fine wines. And after 8 long drinks and 7 shorts, they'll each write 6 lines 5 times.
You've been to all 4 corners of the world, so in 3 short seconds, can you guess from these 2 stanzas of 1 speech each what this event is about? Ein Zählfestival! Wow! Ein Poesiefestival! Ja, wir wissen ja schon, dass es ein Poesiefestival ist. Correct! It's a poetry gala, and Mondstadt and Liyue are hosting it together. Do you still remember the promise I made to the distinguished director Who here during the Lantern Rite? Oh, something about writing poetry together? That's right. At the dinner table that night, I just knew this young bard was a rare talent with exceptional taste. You know, it's rare to encounter such a kindred spirit. And now, I've finally seized the chance to collaborate. It took me much trekking across the land to petition Eugene Terrace and contact the Knights of Favonius, but eventually, in the spirit of friendship and poetry sharing, I managed to Leute, das ist so successfully angenehm, organize ne? the neighboring Dass ich jetzt nicht mehr nation's klicken muss. congenial Warum hat mir denn das poetry keiner gala. gesagt? Bit of a weird name. Liyue's poetry is known far and wide, and Mondstadt is the city of wine and song. With 2 nations teaming up, it'll be double the fun, and a great chance for people from both places to get to know one another. Hu Tao and I will be the co-hosts for this poetry gala. Of course, I haven't studied the various forms and formalities of Liyue poetry for very long, so please forgive my dreadful performance just now. Not at all, Venti. You followed my lead most excellently. You flatter me. Well, this sounds like fun. Let's get involved. Lass uns mitmachen. Gut, ich schreibe auch gerne Gedichte. Gut, ich freue mich auf eure Gedichte. Also ich selbst kann keine Gedichte schreiben. Ich schaffe es ja noch nicht mal anständig Deutsch zu sprechen. Ja, wie soll ich denn da ein Gedicht schreiben? Oh, Paimon, sure you'll be amazing. Remember that time in Liyue when Paimon gave you the first half of a couplet? Wind rises, winds never churn. You came up with the second half right away. Okay, mit Wolkenherr zum Wolkenmeer. Oh, looks like someone's got a knack for this. Perhaps we'll have to raise the difficulty a little. All right, so basically you guys are here to discuss the activities for the poetry gala, right? Oh, looks like little Paimon's brain has gained a wrinkle or two. You guessed it so effortlessly, but you still guessed it wrong. Okay. Huh? Wieso? Wait, Paimon guessed Paimon, warum ratest du We den came here nicht hoping to invite a richtig? special guest. Einen besonderen I Gast. already told you, I'm not going. Ciao, bye boy! Oh mein Gott, dich habe ich Never so having lange penned a verse gespielt. myself, how could I hope to judge the poetry of others? Besides, Picard! afflicted with karma as I am, Entschuldigung. the raucous atmosphere you are cultivating is precisely the kind which I must avoid, as you well know. Hey now, there's a first time for everything, right? We all start from itsy bitsy spider, but give it a shot and you'll be wandering lonely as a cloud in no time. And you don't even have to join us in person if you really don't want to. You can just watch the party from a nearby mountaintop and cheer us on. But at least head down and take a look first. It's right by the inn, and there's plenty of fun activities to get involved with. It can't hurt to take a quick walk and check things out. Besides, with the renowned traveler here, what is there to fear? Mal ganz nebenbei, jetzt wo die gerade nicht sprechen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Shao von einer Frau gesprochen wird. Ich glaube, ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie heftig Synchronsprecher oder Sprecherinnen ihre Stimme verändern können. Denn ich habe am Anfang niemals damit gerechnet, dass Shao von einer von einer Synchronsprecherin gesprochen wird. Denn die Stimme ist einfach so mega geil rau und so, ne? Oh, aber die macht mich einfach an, diese Stimme. Da komme ich einfach wieder mit meinen Stimmenfeti an, ne? Ja, kennt ihr ja. Wir machen weiter. Am besten wir machen weiter. Wir reden gar nicht weiter darüber. Oh. I'll consider it. Obwohl es manchmal Szenen gibt, wo du es raushörst, dass es eine Frau ist oder dass eine Frau Schau spricht. Aber die Szenen sind wirklich sehr selten. Venti and I still need to discuss the poem for the opening ceremony. So, we'll catch up with you later.
Plus, our Adeptus friend might need a bit more convincing. We'll see if we can coax him down. Gotcha! We'll be on our way then! Okay, wir gehen zuerst, wie immer. Let's go! Wo müssen wir hin? Geselliges Beisammensein. Erstes Gedicht. Okay, gehe zum Steintor. Zum Glück sind überall Teleportationspunkte. Ich liebe Teleportationspunkte. Aber es ist echt mühsam, die zusammenzusuchen. So lively! Didn't think Oh, there'd be so many wow. people here already. Oh, Waterboy und Iceboy. Hi, ihr Süßen. Well, look who's here. This poetry fest seems to have attracted talent of the highest caliber. Hey! Shincho and Changyun are here too! I was actually heading into the mountains to train, but Seine he Stimme accosted passt me on the überhaupt way nicht and zu ihm, dragged ne? me Weil die here. so tief ist. Oh, haben wir den noch gar nicht kennengelernt? Chong-Jung. Spuren im schmelzenden Schnee. Moment, wir müssen hochscrollen. Der junge Mystiker Chong-Jung wurde in einem Clan von Exorzisten geboren. Er reist durch das Land, um Dämonen zu vertreiben. Er ist von Natur aus ein ehrlicher und seriöser Bursche, arbeitet hart und ausdauernd und schreckt vor keiner Art von Härte zurück. Allerdings hat er ein Problem, das er nicht lösen kann, egal wie hart er arbeitet, und zwar die Yang-Lastigkeit, mit der er geboren wurde. Achtung, jetzt kommt's, Leute. Diese Yang-Lastigkeit ist in der Lage, Dämonen so weit fernzuhalten, dass Chong-Jung nie einen Finger rühren musste, um sie abzuwehren. Daher hat er in seinem Leben so gut wie nie einen Dämon gesehen. Das beunruhigt Chong-Jung natürlich sehr, denn im Ernst, welcher Mystiker ist noch nie einem Dämon begegnet, den er verjagen musste. Eigentlich ist das ja eine echt geile Sache. Er muss halt sich die Finger nicht krumm machen, ne? Er sitzt dann da einfach und vertreibt die Dämonen anhand seiner, wie hieß das nochmal? Yang-Lastigkeit. Oh, how your words wound me. Is it not the responsibility of an exorcist of Liyue to ensure that this celebration of friendship between our two nations stays free of evil spirits? Besides, this is an excellent opportunity to meet heroes who have come from far and wide. Surely, you must be curious as to how that heroine of Mondstadt was able to lift such heavy objects like they were but a feather. Are you talking about Noelle? Yeah, she's Noel! super strong. Ich trinke mal was, ja? Oh. Ich denke mal, oder ich hoffe, das Since Gespräch you geht are noch eine so Minute. well acquainted, Mhm. could we trouble you to introduce us later? Okay, fine. But don't forget to help me with my investigation like you promised. That's the only reason I agreed to come at all. Huh? What investigation? Naturally, I could never forget such a thing. My word is my bond. Relax, dear Okay. Paimon. All will Sei be mal nicht so revealed in time. mysteriös. Was habt ihr vor, was wir ausbaden müssen? Okay, sprich mit den Leuten. Dann... Da hinten, ich sehe es schon. Diona! Willst du wieder Eik verkaufen, ha? Ha? Du kleiner Schlängel. Diona! Traveler in Paimon? I didn't expect to Natürlich, see wir you sind here. immer da. Are you here to mix drinks? Wir stolpern ja förmlich in diese ganzen I'm Sachen especially rein. asked to attend this event on behalf of the Cat's Tail, and I'm also here as a mixologist representing the Mondstadt wine industry. You're representing Mondstadt's wine industry? Oh, you must be hating every minute of it. Of course I hate it, but it's also a perfect chance to destroy the reputation of Mondstadt's wine business once and for all. Opportunities like this don't come around every day, you know. Huh? How do you figure that? All I need to do is add some gross ingredients to the drinks, and I Ja, can create the most doch. disgusting concoctions Weil du ein imaginable. komisches Talent hast. Nobody Das will schmeckt ever ihm buy wine dennoch. from Mondstadt again. Paimon thinks you'll end up getting the Ja, genau, Paimon. Humph, just you wait. I ain't about to mess this up. Naja, dann viel Erfolg. Überanstreng dich nicht. Are you gonna write some poetry with us too? Poetry? I've heard plenty of bards sing in the tavern before, but I've never tried writing any myself. You should join in. It'll be
Das macht bestimmt Spaß. Fine. If I have time. Okay. Naja, du hast ja auch ein bisschen was zu tun, ne? Du musst hier alles schmackhaft machen, denn versauen kannst du es ja nicht. Mika! Mika! Hallo! Noelle! Da geht mein Mutterherz wieder auf. So. Habt ihr irgendwas ausgeheckt, hä? Redet mit Mama Anni. Oh, it's the Traveler in Paimon. Mika! Ja, neben seiner Tätigkeit als Feldmesser übernimmt er auch viele logistische Aufgaben. Schau aber nicht auf logistische Aufgaben herab. Ohne angemessene logistische Unterstützung wäre die gesamte Truppe überhaupt nicht in der Lage, voranzukommen. Ah nein, wartet! Verdammt! Warum schiebt sich das immer nach unten? Wir müssen noch mal von vorne anfangen, Leute. Ihr habt das nicht gehört, ja? Also tut einfach so, das wäre sehr nett. Mika! Koordinaten des klaren Frosts. Mika, Frontlinien-Feldmesser des Ordo Favonius, ein behutsamer und etwas schüchterner Junge. Er gehört zu den Freischärlern. Im Umgang mit verschiedenen Problemen, die während der Expedition auftreten, ist er besonders gut, darunter Vermessung und Kartierung, Aufbau von Zelten, Feuer machen, kochen und so weiter. Junge, wenn du erwachsen bist, werden die Frauen hinter dir herrennen. Meine Güte. So. Ja, neben seiner Tätigkeit als Feldmesser übernimmt er auch viele logistische Aufgaben. Ja, das habt ihr noch nicht gehört, das ist kein Déjà-vu. Schau aber nicht auf logistische Aufgaben herab. Ohne angemessene logistische Unterstützung wäre die gesamte Truppe überhaupt nicht in der Lage, voranzukommen. Der immer hilfsbereite Mika ist zweifellos ein Schlüsselmitglied der gesamten Truppe. Are you here for the neighboring nation's congenial poetry gala as well? Noelle! Oder auch Noel eigentlich genannt, aber ich mag es, das E hinten dran zu hängen. Knospe des Rittertums. Miep, miep, miep. Den Fehler machen wir kein zweites Mal. In den Augen anderer ist die Magd Noel vom Ordo Favonius sanft und zuverlässig. Egal auf welche Probleme man stößt, kann man sich an sie wenden. Noel fühlt sich sehr glücklich, wenn ihr eine schwierige Aufgabe übertragen wird oder wenn sie als wichtige Helferin bei der Lösung schwieriger Probleme gesehen wird. Menschen in Not zu helfen und sich für andere einzusetzen, ist ihrer Ansicht nach ein ritterlicher Akt. Sie träumt davon, eines Tages ein richtiger Ritter zu werden. Um diesen Traum zu verwirklichen, arbeitet sie immer hart. Noel ist der Tank, Heiler und was weiß ich, Verteidiger, gut, ist ein Tank, schlechthin. Also Noel, diese Frau ist der Shit. Wäre sie nicht so ein nettes Mädchen, könnte sie hier ein absoluter Endgegner sein. You said that with a straight face? Nur mal so nebenbei. Weil viele können Noelle nicht leiden, aber Noelle, meine Güte, in meinem privaten Account habe ich sie bestimmt das erste Dreivierteljahr gespielt, weil ich sie einfach geliebt habe und immer noch liebe. Sie ist ein super Charakter, aber viele sind halt immer nur auf diese ganzen Schadensgeschichten und sowas aus. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass einige mit meiner Truppenzusammenstellung absolut nicht zufrieden sind. Aber was soll's, ist mir egal. Seid ihr die Repräsentanten von Mondstadt? Representatives? No. Nothing fancy like that. Okay. We were sent here by the Knights of Favonius to help maintain order and set Warum up the habe ich venue. dich noch nicht? But Das ist so traurig. I didn't really do anything useful so far. Noelle brought all these tables and chairs here from Mondstadt by herself. She's a true knight. Oh, no, that's just not true. Your efforts were indispensable. You selected the venue, drew up the layout, and so on. Also, you're the true knight here. I'm still in training. Oh If mein anything, Gott, I Noelle, du should be machst dich immer addressing you so as Sir. klein. What? Ehrlich, No, nochmal, no, wärst no, du eigentlich ein please böses don't. Mädchen, Just dann würdest du keep Mondstadt calling me zerstören. Mika. So heftig bist du eigentlich. Why does it feel like these two could keep this up all day? Anyway, Master Jane did say that as long as we keep on top of our work, we should take a look around while we're here and get involved in the poetry gala as much as we can. But I haven't written much poetry before, so I'm not sure if I'll fit in. I actually have the same concern. Macht euch keine Sorgen, ich kann's überhaupt nicht. Also, ne, da werdet ihr besser sein. Was zählt, ist die Teilnahme. Es gibt für alles ein erstes Mal. So, Yeah, plus,
You won't be alone. We're joining too. The travelers. Nein, bin ich nicht. Rider, you know. Ich hoffe, ich muss hier nichts schreiben. Dann werdet ihr mitkriegen, wie bescheuert ich eigentlich bin. Perhaps. Falls ihr das nicht schon mitbekommen haben solltet. Passage that all who wish to qualify as a knight must eventually face. Paimon wouldn't go that far. But anyway, no backing out now. See you soon. See ya! Sure. Maybe you can teach me a thing or two. Natürlich kann ich dir was beibringen. Was willst du I was wissen? gonna ask for help too. Wie man stolpert? Wie man gegen irgendwas rennt? Darin bin ich super. Kein Problem, ich bringe es euch bei. Wir können zusammenschreiben. Wir schreiben mal lieber zusammen, dann kann ich abgucken. So, wo muss ich hin? Nimm an der Eröffnung der Veranstaltung teil. Okay, let's go! Wah. Plötzlich weht ein Windstoß, der die Anwesenden dazu zwingt. Keine Ahnung. Wafting to pastures beyond their home. Wendy! Greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. Animal crystal fly draped in gold robes, a bright little light from that glaze lantern glows. Finches pinch the rice and scoot while the boars of the forest anxiously root. Welcome one and all to this festival of poetry, jointly organized by Liyue and Mondstadt. Or, in full, the neighboring nation's congenial poetry gala. We're your hosts, Liyue's verse-monger of the darkest alleys, Hutao. And Mondstadt's liquor-loving lyricist, Venti the Bard. The purpose of this event is to promote friendly poetic exchanges Der Weinlieb, between our two muss das aber auch nations. überall So reinknallen, please, ne? have fun, talk to other people, and make some new friends. If you're here, you're our guest, so please enjoy this poetry fest. I'd also like to reassure everyone that this event welcomes people of all skill levels, from first-time rhymers to seasoned songwriters. If you ask me, the most important thing you can bring to writing poetry is authenticity. That means reaching deep down to all the thoughts and feelings you usually hide away or struggle to express, and putting them into words, just right from the heart in whatever form you like. To help everyone really cut loose and enjoy themselves to the fullest, Venti and I have carefully prepared 3 themes to be revealed over the course of 3 Okay, days. die im Laufe von 3 Tagen bekannt Let's gegeben get wird. right Also to schätze ich mal noch The 3 first theme is Riddle Me Aufnahmen, This. gehe ich mal von aus. Solving riddles, huh? Interesting. It's actually a pretty good choice for a warm-up activity. Whew. I'm glad they're not making us write sonnets or something right at the start. Does everyone see the lanterns hanging around the venue? These have been specially prepared for the riddle game. Simply write down your riddle and hang it on a lantern. Then Venti and I will select a few to pose to the crowd, and you will try to solve them. We'll now Okay. give you some time to write down and hang up your riddles. Feel free to walk around and talk with the other contestants to get the creative juices flowing. And remember, whoever gets Belohnungen! the most Ich riddles liebe correct will win Belohnungen. a prize. And with that, the neighboring nation's congenial poetry gala has officially begun. Woo! Los, Paimon, wir müssen die Belohnung abstauben. Wartet, wo muss ich hin? Aha, sieh dir das erste Poesierätsel an. Let's go. Oh, let's see what's on this lantern. A tender sigh for home, how far the flowers roam. A visitor asks me why, for a dream beyond the sky. Okay, someone from Liyue definitely wrote this one. Okay. I just read that one too. Liyue's poems seem pretty difficult Ja, to dann wird das grasp. natürlich Dreams, Xiangyun ist ja auch ein Mondstädter, ne? Dann kann es ja nur Talking about some Waterboy kind of sein. bird? Xingqiu. So it means something like, this thing's really far from home. It's in a vast area and it's flying really high. Is Kurz that it? und deutlich, klar und prägnant. Oh, you're amazing, Paimon. Oh, it looks like I still have a lot of learning to do. It's nothing really. Once you spend enough time in Liyue, you just sort of pick up on these things. Oh, I know exactly what you mean.
Back when I was out with the Grandmaster on the expedition, I started picking up some local customs without even realizing it. But back to the riddle. We still haven't actually solved it. What could it be talking about? Something that flies high and far. Oh, that makes me think of dandelions. Okay. Leute, ich that habe makes sowas sense. von And keine Ahnung. Mondstadters Ne? believe that dandelions can carry your feelings on the wind. Ja. But maybe we're missing something? Auch damals schon im can't be that Philosophieunterricht, da After habe ich all, immer nur it's so a riddle Doku from gespielt. Liyue. What would their equivalent of the dandelion be? If there even is one. Ach What do you ja. think, Traveler? Und ich finde, solche Sachen haben so ein bisschen was auch damit zu tun, so diese, ne? Aber ja, ich kann damit einfach nichts anfangen. Ich war der naturwissenschaftliche Typ. Ich hatte Bio und Chemie und nein, Leute, ich kann nichts mehr davon. Also ihr braucht gar nicht fragen, ja? Ich denke, Löwenzahn ist die richtige Antwort. Aber ich kann nicht so dieses ausschweifende Gequassel. Nee, das geht gar nicht. Der Schlüssel liegt in den Gefühlen. Right, just like Venti said. As long as the interpretation makes sense and reflects our perception of the poem, then perhaps there are no wrong answers. Well, no matter what the real answer is, the guessing's all a part of the fun. Let's go look at the next one. Let's go! Yes, I want to see if there's any Mondstadt-style riddles. Okay, naja, das müssten ja fast alle sein. Sind nicht fast alle Mondstädter, die mitmachen? So, Nummer 2. This one says... Oh, this handwriting is just awful. I have 4 corners like a square pancake. But I'm Das ist doch Mika, oder? and carefully Das ist doch Mika. I pass through Denn ich würde auch so schreiben, wenn ich keine Ahnung von der Materie the habe. more you consume, Und ich würde auch über Essen schreiben. broader your mind. Oh wow, Paimon's drooling from that one. Is there really a Yum, food that yum, can yum, make you yum. smarter? Paimon Das said Schlimme ist, mein so. Magen knurrt schon die ganze Zeit. Oh, Paimon, you have to look past the surface-level meaning with riddles, or you'll fail to plumb their depths. Huh? So have you got any ideas, Shinjo? Well, Singcho just hung that riddle up a moment ago. Hä? Oh, so this is Shinjo's Hä? riddle. Nee. You know, Ich dachte, das Paimon erste expected me to Rätsel write ist something a little seins. more elegant. Ja, ganz this festival is genau. about building friendship and mutual understanding. Was zur Hölle ist mit dir With so many friends los? from Mondstadt present, I thought I'd try writing something more accessible and less flowery. Okay, das ist aber So zu that more einfach. people Ich hätte can schwören enjoy it. können, es wäre Mika Hey, gewesen. not Hast du gut bad. gemacht. Das ist auch eine So, Kunst, das so Buddy, zu does that können. mean you can tell your old pal Paimon the answer on the sly? Not a chance. You'll have to wait for the answer to be revealed, just like everyone else. Meanie. If that's how Mini! you feel, why don't you try and stump me with a riddle of your own? Maybe Paimon will. We'll see who stumps who. Traveler, you help Paimon come up with a riddle, right? Oh, ja, na klar, Paimon. Ich mach das. At least you're nice to Paimon. Then I look forward to seeing the fruits of your literary labors. Okay. Prepare to get stumped. Gut, und jetzt sieh dir das dritte Poesierätsel an. Okay, let's go. Da habe ich ja schon ganz schön verschiedelt, wa? Wer was geschrieben haben könnte. Paimon really doesn't have any clue how. Let's start by reading a few more of other people's for inspiration. On 4 long legs, my slim body sits. I eat not a bite and drink not a sip. With a passionless face, I greet countless guests, whom I carry all day without needing to rest. Is this talking about some kind of animal? Aber Tiere müssen essen. Es muss etwas anderes sein. It's a chair. Okay, Diona. Huh? Diona, how did you guess it so quickly? Wait, were you the one who wrote it? No, of course I didn't write it. The answer just popped into my head. I'm always telling the cats in the tavern that the chairs get tired from working all the time, so they shouldn't use them to sharpen their claws. Okay. Oh, okay. So a riddle needs to have a bait and switch. Are you trying to write one? Yep, and thanks to you, Paimon's just that
thought of one. Maybe I should try to come up with one too. Ja, mach doch. Alright, Paimon's riddle is now hanging up. Diona, do you want to know the answer? Nah, no need. I don't really care about winning a prize. Was? Oh, okay then. Well, looks like it's time to carry on with the event. Let's go. I should regroup with the Wir others. brauchen die Belohnung. Belohnung. Sure, have fun. Okay, warte, bis das Poesierätselspiel beginnt. Hello. Hey, looks like everyone's about done mingling and riddling. Gather round and look this way. Venti and I have selected several riddles from everyone's contributions, and we added a few of our own to the mix for good measure. Shortly, we'll randomly select a few to read aloud. If your riddle gets selected, remember that you have to announce the correct answer at the end. Anyone who guesses correctly gets 1 point, and if nobody guesses Ja, das correctly, ist fair. the Das writer stimmt. of the riddle gets a point. Sounds fair to me. Die ist so Of course, durch. when the riddler reveals the right response, it only counts if everyone agrees that it's not too far-fetched. That's right. Now, if there are no more questions, it's time to reveal the first riddle. Hopefully they'll draw at least some that I can get. Oh no, does only the first person to solve it get the points? Ugh. Oh, Mika, Mensch, du und Noel passen echt gut zusammen. Aber ihr solltet nicht irgendwie alleine rumlaufen. Ich glaube, das könnte gefährlich Riddle werden. number 1. Andererseits ist Noel natürlich Let sehr me stark, see ne? here. This riddle is, unique, especially the handwriting. I have four corners, like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the chips. Oh mein lips, Gott, arme one piece Hutau, die Handschrift at ist a einfach time. zu extrem. The more you consume, the broader your mind. They drew Shinchos! Better answer as quickly as you can. You don't want someone else beating you to it. You brat! It's pizza! The answer is pizza! Even without the author coming forward, I can confidently declare this answer wrong. I mean, how does eating pizza broaden your mind? And while I'm no expert in exotic dishes, if I'm not mistaken, pizza is round, is it not? Like mora meat? But eating pizza makes you happy, and being happy makes it easier Ja, aber to face mich macht Pizza nicht glücklich, denn Leute, ich esse keine solving. Pizza. Ich mag das nicht. Ja, ich weiß, jetzt Okay, werden Piper, alle you need to deabonnieren. focus this Ha! Sie isst keine Pizza? Raus! Kind of food. No. Riddles are never that simple, and it needs to be something that makes people more intelligent. Los, Noel, du bist ein schlaues Mädchen. Und stark. If Paimon had known it was Verdammt gonna be stark. this tough, she'd have read more books in her time. Paimon, Ausrufezeichen. What is it? Have you got it? Buch. Huh? 4 Ecken und es sind viele sesamgroße Zeichen draufgeschrieben. Beim Lesen gehen die Wörter durch die Lippen und dann wird man klug. Oh, gotcha! Bugs! The answer is bugs! Wie sie quicker tut, than I als hätte expected. sie das I was quite herausgefunden. proud of that Würde ich one. auch machen. Oh, it appears the riddle writer has announced the answer. Okay, 1 point to Paimon. Huh? So the answer was books? Oh, how did I not get that? Oh, Mika, alles Come on, gut. Mika. Alles gut. Paimon hat es auch nicht selbst Concentrate. herausgefunden. We're awesome at this! Der denkt sich auch so, Alter. Oh, what Paimon meant to say was that you're awesome Ja, at this. danke schön, Paimon. Thanks for the point, Traveler. On to riddle number 2. I gotta get in there first this time. High above the wispy clouds, amidst the gloomy, snow-filled shroud, standing alone on an icy stage,
beneath it every lowly sage. Looks like a poem from Liyue. Oh, it's... I got it! Oh mein Gott, warum sind die beiden so Zucker? Looks like those two have some ideas. Could it be some kind of plant that lives in cold, high places? Mika, please go ahead. As a full Knight of Favonius, you represent all of us from Mondstadt here. No, how could I? It was you who thought of it first. You should be the one to guess. Well, my answer isn't necessarily correct. Oh Besides, mein it's first come, Gott, first served, and you beat Leute. me to it. No, I didn't. Zu viel You were Nettigkeit kann just aber auch before me. anstrengend sein. How gracious and considerate our fellow competitors are towards each other. A wonderful sight to see. How about both of you say your answer at the same time? If you're both right, you'll each get a point. Whoops. Venti, der Realized we Problemlöser. put such a scene. Oh, crud. I guess we dragged that out a bit. So, Noelle, what do you say? Yes, let's. Our answer is... Cecilia! Oh, that certainly sounds like a good candidate for the correct answer. A flower that blooms on the highest peaks and known for its exquisite beauty. The Cecilia is held by many Mondstadters to be the true Windblue. Although, since the writer hasn't yet come forward to announce the answer, Ja, es gibt noch eine andere Blume, die auf den Bergen wächst. Also eigentlich zwei. Einmal die Glockenblume oder wie die heißt und die, ich habe keine Ahnung, wie die andere heißt. Maybe it's a plant from Liyue. Is the answer Jingshin? Ja, genau, das meinte The ich. poem does evoke a Vielen strong sense Dank, of quiet, Xingqiu. proud solitude in a high place. Correct. I wrote this one. Jingshin is the right answer. Gut gemacht, Kumpel, gut gemacht. You got it before Paimon could. Ja, wir haben noch einen Versuch. However, after listening to the host's description, I do remember reading about Cecilia flowers in a book once. They definitely fit the description of a pure flower standing proudly and alone on high. So, I'd like to approve the answer from our two friends from Mondstadt as well. Really? Oh, thank you so Oh, much. kriegen alle ein Pünktchen? Well, since even the Riddler themselves Oh, agrees, mein Gott, all jetzt sind three aber alle gleich contestants auf earn a hier. point each. Also fast. Darn it, Shinju's caught up to Paimon already. Es sind noch viele Rätsel. Es ist nur ein Punkt, keine Sorge. You're probably right. Ihr wisst, am Ende gewinnen wir immer. Moving now to our third riddle. Huh? Why is the handwriting so floaty? What's got no wings but flies in the air, never gets tired of floating up there. So full of mora it comes out the nose, but in the sea, glug, 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 down it goes. Paimon, das bist du! Okay, Paimon, das ist dein Rätsel. Punkt, Punkt, Punkt. What is it? Why isn't anyone guessing? Is Paimon's riddle too hard? That's not quite it. More like, it's so ludicrously simple that we just cannot believe it. What? No way. Well, go on then. Tell us the answer if you're so sure. Du bist The die answer Antwort. is Paimon. What? It's Paimon. Die Antwort ist I Paimon. was actually gonna say Paimon too. Me too. No, you're all completely wrong. Ja, weil du dich selbst beschrieben hast. Did you all think the answer was Paimon? Paimon, do you have wings behind your back? No. You're always floating, but you never seem to get tired of it. And Paimon has a very healthy appetite, Mhm. which must cost the traveler Ganz a lot genau. of mora and meal expenses. Ich gebe mein hart I've heard verdientes from the Geld senior aus. knights that the traveler rescued Paimon by fishing her out of the sea. So, that means Paimon can't swim. So if she fell in the sea, then... Glug, glug, glug. Wait. Now Paimon's doubting herself. What was the answer again? Denk noch einmal darüber nach. No,
You're all wrong. The answer to Paimon's riddle Das is Jadegemach. Ja, You okay, know, wir the haben es im chamber Meer that's always versenkt. flying up there Also, in the sky. Is that so? I still maintain that the riddle ja, actually man kann auch describes das Paimon more Jadegemach accurately. In nehmen. fact, if we just added 2 more lines to the poem, it would be the perfect riddle. What do you want to add? The traveler's companion and talkative guide, a praiseworthy presence always by their side. Aw, do you mean it? Can we really add that part? Oh mein Gott, wie süß. Mit Fug und Recht. Paimon, du bist die allerbeste Reisegefährtin. You think so too? Okay, then Paimon would like to announce that the correct answer to the riddle is the widely adored Paimon! Great! And with that, the widely adored Paimon has gifted a point each to everyone who answered Oh just mein now. Gott, haben jetzt alle 2 Punkte? Das Rätselspiel läuft weiter. Inmitten des Gelächters vergeht die Zeit wie im Flug. Guessing riddles is a lot of fun. And even though Paimon didn't manage to beat Shinto, Paimon still feels like she got a little smarter. Oh, didn't Changyu mention he was investigating something before? Let's go ask him about it. Ja, lass uns mal fragen gehen, was er denn so Geheimes treibt. Wo ist er denn? Da. Hey, you two! Hello again. Lang Oh? nicht mehr gesehen. Hi, Paimon. You know, for a moment there, I was worried I might lose to you. Oh, are you collecting your prize right now? I am indeed. Though, Ah, sorry, if you ich bin really grad want it, I'd be more than happy mittendrin. to give it to you. Seriously? Wow, what is it? A most generous donation by yours truly as director of the Wangsheng Funeral Parlor. Namely, a buy one, get one free coupon for our high-end customized service package. It's a pleasant surprise to learn you're so interested in it, Paimon. Nope, nuh-uh, no thank you, hard pass, you can keep it. Are you sure? In that case, I'll gladly take it. Here you are. Now remember, this package comes with our anytime, anywhere, on-demand collection service. Just give us a call and we'll be right there. With any luck, we'll still show up even if you're unable to call. So, Okay. to what do we owe the honor, Paimon? What do you mean we? Changyun's the one Paimon's looking for, not you. Wasn't he saying something about needing help? Oh, yeah. That. Okay, How warum seid about ihr so I put it in riddle geheimnisvoll? Huh? Isn't the competition over? 'Twas like a demon not demonic, or devil devoid of the diabolic. Afar it floated free above the ground, but when approached, though sought, naught could be found. Sounds to me like you encountered a ghastly little ghostie in the wild. Perhaps I should just explain it. Ja, hau Basically, raus. while I was training this morning, I suddenly caught sight of a non-human entity. Du sahst etwas Unmenschliches? Na, das ist ja mal It interessant. was floating in the air without any kind of external aid, and its body was almost transparent. At first, I thought I'd finally encountered a demon that wasn't repelled by my journeying spirit. Da war er immediately erstmal prepared to glücklich exercise für it. eine kurze But Zeit. none of my methods had any effect on it. And when I went to try and get a closer look at it and tried to ascertain what I Ein was dealing with, Geist! it disappeared into thin air. You're sure it's not a ghost or spirit of some kind? Quite sure. I could sense that it had a physical body. Oh, And if it were okay. a spirit, I'm sure it would have been scared away long before I saw it. It's all my fault. I got overexcited, and in my haste, I didn't ascertain its true nature before taking action. Thinking back on it, if it wasn't an Oops. evil spirit, maybe I offended some kind of adeptus, or Na, illuminated hoffentlich beast. nicht. You shouldn't blame yourself. It was something you'd never seen before. Anyone else would have reacted the same way. Besides, we're making up for it now by doing our best to find out the truth. Any thoughts, Venti? Have you managed to untangle Chongyun's twisted tail?
Why don't you take a guess first, Tutao? Oh, that means you have. Na, Venti weiß bestimmt, was los I ist. can't be absolutely certain, but I'm Ja, reasonably ja. sure it's not what Liyue would call an evil spirit or demon. So whatever it is, it's not dangerous. How about this? We can incorporate a search element into tomorrow's poetry activity. Oh, does that mean we get to play outside while we write poetry? Close, but no. Good ideas could just pop into your head no. out of thin air, but if you ask me, everyone should relax tonight and get a good rest before tomorrow. Okay. You say that, but your gaze keeps drifting over towards the wine stand. Erwischt, Venti. Erwischt. Geselliges Beisammensein. Auftrag abgeschlossen. Oh, was passiert jetzt? Ha. Wow, das sieht schön aus. Ah, okay. Hier haben wir jetzt Spiele, würde ich sagen. Ja, das sind, sagt schon, Minispiele, denke ich mal. Die werde ich aber offscreen dann machen. Also ich gucke mir das gleich mal an. Ja, Zeitvertreib am Tisch, das ist das, ne? Ja, genau, das sind garantiert Minispiele. Was haben wir hier? Auftrag abgeschlossen. Okay, also 2 Aufnahmen kommen noch, so wie das hier aussieht. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich hier erst einmal wieder einen Cut. Und wir sehen uns, meine Güte, was geht denn da jetzt ab? Achso, das sind die Minispiele. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Also dann, ihr Lieben, bye bye.